Bevor wir mit diesem Video anfangen, möchten wir gerne etwas loswerden, denn seit den Aufnahmen ist doch einiges passiert in der Welt. Und ja, es war nicht ganz einfach, dieses Video einfach so reinzustellen, ohne ein Vorwort dazu zu geben. Ja, unsere Gedanken sind natürlich nämlich auch bei den Betroffenen vor allem. Und wie wahrscheinlich jeder, gerade versuchen auch wir im Rahmen unserer Möglichkeiten etwas zu tun, etwas beizutragen. Wir sind im Kontakt mit verschiedenen Organisationen diesbezüglich, aber das soll nicht das Thema dieses Videos sein trotzdem, denn wir erhalten trotzdem noch viel Feedback von vielen von euch, dass ihr euch auch ein bisschen Normalität wünscht, auch gerade auf YouTube, und ja, darum posten wir auch dieses Video eben trotzdem. Ja, und wie Jessie gesagt hat, es ist nicht so, wenn wir es nicht präsentieren, dass wir nichts im Hintergrund machen, also es läuft ziemlich viel bei uns. Wie gesagt, wir stehen mit verschiedenen Organisationen in Kontakt, aber dazu zu einem späteren Zeitpunkt mehr. Jetzt viel Spaß mit diesem Video. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video von uns. Hallo zusammen. Wir starten dieses Jahr in ein großes Abenteuer. Wir fangen die Panamerikaner an und dafür ist natürlich einiges an Vorbereitung nötig und darüber möchten wir gerne dieses Mal mit euch sprechen. Und um es euch einfacher zu gestalten, haben wir das Ganze in einzelne Punkte aufgeteilt. Das werden wir auch unten in der Videobeschreibung nochmals erwähnen, sodass ihr eigentlich zu den gewünschten Sachen springen könnt. Wir unternehmen unsere Panamerikaner-Reise mit dem Van und deswegen ist der natürlich unsere wichtigste Basis. Jimmy erhält damit ein paar Updates, ein paar kleinere von drinnen und ein paar größere von außen, aber ich will nicht zu viel verraten. Ich glaube, dazu machen wir noch ein spezielles Video, da seht ihr dann mehr. Ja, und damit wir die Reise eigentlich so gut wie möglich überstehen, beziehungsweise auch Jimmy gut übersteht, steht er zurzeit beim Mechaniker, der checkt ihn mal richtig durch, schaut, ob alles einwandfrei funktioniert. Und ja, damit wir es sicher starten können. Zusätzlich haben wir noch ein paar Ersatzfilter, die wir mitnehmen werden, sei es Ölfilter oder auch einen Dieselfilter. Denn es kann ja sein, dass es vielleicht schwieriger ist, die auf der anderen Seite aufzutreiben. Da gehen wir einfach auf Nummer sicher und nehmen die auf jeden Fall mit. Ersatzteile werden wir nicht so viele mitnehmen, denn wir haben hier auch einen guten Mechaniker, der kann uns die sicher auch rüberschicken. Das sollte kein Problem sein. Und unser Modell ist ja doch eher ein gängigeres weltweit. Da machen wir uns jetzt nicht so große Sorgen. Wir hoffen einfach mal. Noch ein zentrales Thema ist natürlich die Versicherung. Und da kommt zum einen unsere Versicherung zum Tragen. Wir haben uns hier in Tschechien, was ja unsere Base ist, als auf einem Langzeit-Auslandaufenthalt gemeldet. Das Prinzip ist aber in Deutschland, soweit wir wissen, sehr ähnlich. Damit können wir unsere Zahlungsbeiträge aussetzen. Wir müssen hier nicht mehr Krankenkasse zahlen, können aber dafür eine Auslandkrankenversicherung abschließen. Das haben wir getan und damit haben wir eine bessere Abdeckung auf der Reise. Wichtig ist hier aber darauf zu achten, dass insbesondere auch USA und Kanada inbegriffen sind. Damit steigt zwar die Prämie ein bisschen, aber man ist eben auch da abgedeckt. Und gerade heutzutage ist natürlich auch die Abdeckung bei Corona relevant. Einige Länder auf unserer Route schreiben sogar vor, dass man die Abdeckung hier bestätigen muss, also eine Bestätigung der Versicherung vorlegen muss. Das ist bei unserer Versicherung der Fall und ja, damit sollten wir safe sein. Und ein Vorteil ist auch noch, die Auslandkrankenversicherung ist meistens sogar günstiger. Nicht nur wir müssen uns versichern, sondern auch Jimmy muss versichert werden. Und um ehrlich zu sein, ist das ein ziemlich schwieriges Thema, denn egal mit wem man spricht, bekommt man verschiedene Antworten, was es nicht einfacher macht. Wir haben uns aber entschlossen, Jimmy hier in Tschechien abzumelden. Und sobald das Fahrzeug quasi verladen ist und unterwegs in die USA ist, werden wir Jimmy abmelden und dann eine Versicherung in den Staaten abschließen. In Südamerika, Mittelamerika wird es einfacher sein, denn da ist bei Grenzübertritt automatisch eine Versicherung, die abgeschlossen werden muss. Für die USA und Kanada ist es ein bisschen komplizierter. Es gibt verschiedene Anbieter. Da ist jedoch das Problem, dass halt die Deckungen entweder sehr schlecht sind, aber die Versicherung dementsprechend auch günstiger ist, oder halt die Deckung sehr gut ist, aber die Versicherung extrem teuer ist. Das Problem ist halt, dass die Versicherungen hier in Europa keine Schäden in den USA abdecken, was es nicht ganz einfacher macht, ja.
Ja, also die europäische Versicherung deckt ja gemäß der Green Card ab. Da ist eigentlich ganz Amerika nicht dabei. Nicht dabei. Wie bei jeder Reise sollte man die Ausweise überprüfen, die man dabei hat, ob die auch während dieser Zeit gültig sind. Denn es gibt nichts Ärgerliches, als wenn irgendein Dokument abläuft und man dann irgendwo in einem fremden Land dem hinterherrennen muss. Ja, und so haben wir zum Beispiel auch unsere Pässe und Führerausweise geprüft und auch welche erneuert. Also dein italienischer Pass wäre ja bald ausgelaufen und auch der Führerausweis. Beides haben wir erneuert und bei der Gelegenheit auch gleich noch unsere internationalen Führerausweise gemacht. Für USA und Kanada sind die halt leider nur ein Jahr gültig, aber ich glaube, das sollte in unserem Fall reichen. Und ja, also darauf sollte man auf jeden Fall immer achten. Und dann ist natürlich noch das Thema mit den Bankkärtchen. Da ist natürlich auch gut, wenn die länger gültig sind. Ja, man muss das halt ein bisschen abschätzen mit dem, wie lange man unterwegs ist oder ob man sich da doch was zuschicken lassen kann, ist manchmal halt eben doch nicht so einfach. Und dann geht es natürlich auch an die Einreisebestimmungen. Wir fangen unsere Reise in Kanada an, also ist das für uns gerade am aktuellsten. Hier kann man online im Voraus sowas wie manche kennen das ESTA für die USA, kann man das auch für die Kanada machen, das heißt dann ETA. Und wenn man da alles ausfüllt online, dann kriegt man ein Touristenvisum für 6 Monate. 6 Monate ist standardmäßig, also das passt eigentlich ganz gut, das sollte für uns reichen. Und dann geht es weiter in die USA. Da, wenn man über Land geht, kommt das ESTA eben nicht mehr zu tragen, also das ist da nicht mehr relevant, sondern man kriegt ein I-94. Das wird dann einfach an der Landesgrenze, das ist ein Formular, füllt man aus, dementsprechend kriegt man das Visum. Das kommt immer ein bisschen auf den Grenzbeamten an, aber ich glaube, wenn man freundlich ist, dann sollte das hoffentlich gut klappen und man sollte da auch eine gute Länge bekommen für den Aufenthalt. Ja, und für die restlichen Länder wird es auch sehr unterschiedlich sein. Also gewisse Länder geben automatisch ein halbes Jahr Zeit, um das Land zu bereisen. Andere werden wahrscheinlich kürzer sein, aber auch hier haben wir von verschiedenen Leuten gehört, dass man sich an der Grenze einfach mit den Zollbeamten, man soll das einfach kurz besprechen, was so die Pläne sind. Und da werden sehr oft Ausnahmen gemacht. Also wir sind da guter Dinge, dass wir genug Zeit haben werden, um die verschiedenen Länder zu besuchen. Ja. Und ein Punkt vielleicht auch nochmal zu den Einreisebestimmungen sind die Impfungen. Also da gibt es meistens keine Vorschriften. Es empfiehlt sich natürlich da einfach up-to-date zu sein mit den allgemeinen Impfungen und ja, jeweils halt auch die Covid-Impfung Voraussetzungen einfach zu verfolgen. Da empfiehlt es sich halt einfach immer aktuell bei den jeweiligen Behörden nachzusehen, was die da vorgeben. Oder auch beim Deutschen Auswärtigen Amt. Wir fanden das immer eine sehr nützliche Quelle für Informationen diesbezüglich. So, nachdem das meiste schon abgeklärt wurde, geht es eigentlich dann um die Buchungen. Und da gibt es eigentlich nicht viel zu sagen, denn das Wichtigste ist sicherlich mal die Verschiffung zu organisieren. Aber da werden wir sicherlich zu einem späteren Zeitpunkt ein separates Video machen und die Flüge zu organisieren. Ja, allgemein empfiehlt es sich vielleicht, die Buchungen ein bisschen flexibel zu machen, weil es bei der Verschiffung auch Verschiebungen geben kann. Ja. Drum, wir haben unsere Flüge noch nicht gebucht. Aber das machen wir bald, wenn das Datum dann näher rückt. Und ja, dementsprechend werden wir auch eine Wohnung, also über Airbnb vermutlich buchen am Ort, denn wir kommen ein paar Tage vor Jimmy an. Ja, wir wollen uns ein bisschen erholen, ein bisschen akklimatisieren, ja, mit dem Jetlag klarkommen, damit wir dann richtig ready sind. Damit wir dann starten können. Und wir werden aber auch ein Auto mieten, für ein paar Tage zumindest, denn ja, nach der Akklimatisierung können wir dann vielleicht auch mit den schon wieder Vorbereitungen anfangen. Also wir müssen dann ja natürlich auch einkaufen gehen, dann am Hafen sollten wir uns frei bewegen können und da sind die Strecken manchmal ein bisschen länger. Für solche Sachen. Oder vielleicht machen wir auch schon den einen oder anderen Ausflug. Mal sehen. Speziell beim Reisen mit Wohnmobil gibt es gewisse Sachen, die man bedenken muss und vor allem jetzt halt für Süd-, Mittel- und Nordamerika sind Gas und Elektro zwei große Sachen, die man nicht außer Acht lassen sollte.
Zum einen, ja, die Gasanschlüsse sind komplett anders. Wir haben uns da ziemlich lange herumgeschlagen, um herauszufinden, wie das mit deutschen Gasflaschen funktioniert. Sind zum Schluss gekommen, dass wir unsere Gasflasche aus Deutschland mitnehmen werden. Dementsprechend haben wir Adapter gekauft, um die Flasche aufzufüllen. Und falls dies nicht möglich sein sollte, haben wir noch einen zusätzlichen Adapter gekauft, damit wir unseren Gasherd mit einer amerikanischen Flasche betreiben können. Ja. Wir sind da aber eigentlich zuversichtlich, also es haben uns auch Leute, die schon diese Reise gemacht haben, erzählt, dass sie das eben mit der deutschen Flasche und den Adapter eigentlich ganz gut lösen konnten. Ja, und dann kommt natürlich noch Elektro. Wenn wir über Landstrom laden, dann stecken wir ganz normal in die normale Steckdose ein. Und das können wir dann drüben so machen, dass wir einfach einen Adapter haben, der halt den entsprechenden Stecker da hat. Ja. Wichtig ist hier aber natürlich, die haben auch eine andere Spannung. Also dieser Adapter sollte auch einen Transformator oder Spannungswandler halt drin haben, damit er die Spannung dann umwandeln kann. Ja, was steht noch an? Es geht nicht mehr allzu lange, bis das Fahrzeug verschifft wird. Also wir verschiffen Ende März. Ja. Und sind schon ein bisschen aufgeregt? Ein ganz wenig, ja. Dazu werden wir aber, wie gesagt, ein separates Video machen, mit wem wir verschiffen, was das Ganze kostet, wie lange es dauert. Wie der Van hergerichtet werden muss. Genau. Ja, solche Sachen. Und die Abläufe vielleicht auch. Ja. Aber ich denke, dazu werden wir wirklich ein separates Video machen, wo wir dann entsprechend auch vor Ort das Ganze aufnehmen und euch da mitnehmen. Wir verlinken euch auch nochmal alle Infos oder Webseiten, die wir dazu haben, jeweils unten in der Videobeschreibung, also wo wir zum Beispiel auch den Adapter her haben für das Gas, unsere Versicherung, solche Sachen. Kleiner Disclaimer hier, das ist einfach das, wie wir das machen. Keine Garantie, dass das richtig ist oder die beste Lösung. Wir haben uns für uns einfach so entschieden, dass wir das jetzt so machen, aber natürlich gibt es da auch andere Methoden. Ich glaube, wir werden dann vor Ort dann wirklich sehen, ob das so funktioniert oder nicht, ob man noch gewisse Sachen anpassen muss oder nicht. Vielleicht hier schon vorausdenkend, falls wir etwas geändert haben oder ändern werden, dann schreiben wir das auch in die Videobeschreibung. Also vielleicht lohnt es sich wirklich da mal kurz reinzuschauen, auch vor allem wenn das Video dann schon ein bisschen... Und falls ihr irgendwelche Tipps und Tricks habt, die man noch beachten sollten, schreibt es auch unten in die Kommentare, das wird auch vielleicht anderen helfen. Und ja, somit würde ich sagen, das war's für diese Woche. Hoffentlich war es doch einigermaßen informativ für euch und wir freuen uns, jetzt unsere Checkliste weiter abzuarbeiten. Bis bald. Bis dann.